I'll get to my subject, just as I chose to talk about musicians yesterday, because it tells something about the higher aspects of the personality, higher manifestations of more the essence of people of a given types. In the case of philosophy, it's different, but also interesting in ways that I hope, even if I don't elaborate systematically, will become inspiring. On the one hand, it is a way of looking at the cognitive side of the ego. Everybody's ego has a thinking part. Ich komme jetzt zu unserem Thema und es wird ein bisschen anders sein als gestern mit den Musikern, mit den Philosophen. Wir werden uns die kognitive Seite anschauen. Es gibt einen kognitiven Teil in jedem Typus. So looking at philosophers may make us more aware of the ways of looking at the world that go along with certain kinds of personality that we know in ourselves and in other people. Und uns die Philosophen anzuschauen, wird uns damit in Kontakt bringen, wie diese Teile in der Welt aussehen. We all know there are kinds of people that are pessimistic or optimistic. Wir wissen, es gibt Menschen, die sind eher pessimistisch oder andere eher optimistisch. We may know specifically that fours can be very pessimistic. Wir wissen, dass Vierer sehr pessimistisch sein können. We know that sevens can be very optimistic. Wir wissen, dass Siebener sehr optimistisch sein können. We know that there are people who are distrusting and wir wissen, dass es Menschen gibt, die eher nicht vertrauen. And these things don't belong really to the realm of reason. Und dass diese Dinge nicht wirklich dem Bereich der Vernunft angehören. But anybody who has a set of values or a way of looking at things tries to justify it intellectually. Aber jeder, der ein Wertesystem hat, versucht intellektuell zu rechtfertigen. And certainly philosophers have tried to present their philosophies as if they were something provable. Und Philosophen haben das gemacht. Sie haben versucht, das, was sie denken, was sie sagten, als etwas, was beweisbar ist, darzustellen. On the other hand, not only can this kind of topic, this look at the personality of philosophers tell us about ego types. Und es ist nicht nur so, dass diese Art der Betrachtungsweise, also Philosophen, uns etwas über die Eneatypen lehren kann. It can also tell us about the nature of philosophy. Es kann uns auch etwas über die Natur der Philosophie sagen. I feel inspired to convey through this a point of view that philosophy is like art, more than like science. Und für mich ist es so, dass Philosophie, und das kommt damit dann auch zum Ausdruck, Philosophie eher eine Kunst ist und nicht so sehr eine Wissenschaft. Just like different artists may paint the same landscape with different styles. So wie Künstler die gleiche Landschaft gemalt haben mit verschiedenen Stilen. So philosophers describe the world and the human world from different points of view. Und so haben die Philosophen die Welt von verschiedenen Blickwinkeln aus, Perspektiven aus beschrieben. That perhaps should not be presented as alternatives to the single truth.
die jetzt nicht unbedingt als Alternativen einer einzigen Wahrheit angesehen werden sollten. But different maps of reality that have comparable validity. Aber die Landkarten, verschiedene Landkarten von etwas, die vergleichbar sind. You can have a map of the world, a map of the earth. Man kann die Landkarte der Erde haben, where the meridians and the parallels are straight lines, and then, like the Mercator projection, Greenland becomes very big. Wo die Meridiane, didn't get this one, sorry. Or you can have a conic projection, which respects areas but distorts directions. Also man kann verschiedene Formen der Darstellung dieser Landkarten haben, die dann immer etwas Bestimmtes herausgreifen. You always sacrifice something in a map. Was auch immer man tut, irgendetwas kommt immer zu kurz. But different maps altogether may help us grasp what that reality is like. Aber wenn man verschiedene Landkarten zusammenführt, dann kann man schon eher sehen, was das Eigentliche ist. So instead of a polemical attitude of which is the best philosophy, maybe we should have an attitude of increasing our culture about the world by hearing different perspectives. Und anstatt jetzt darüber zu diskutieren oder zu entscheiden zu wollen, welches jetzt die beste Landkarte, die beste Philosophie ist, wäre es vielleicht besser, diese zusammenzuführen. And let our intuition see how it may be possible to move beyond the maps. Und uns durch unsere Intuition führen zu lassen, wie man sozusagen hinter die Landkarten kommen könnte. As I mentioned, I don't expect I will do a systematic study of either of these things. Ich werde, wie ich gerade vorhin schon sagte, ich werde nicht systematisch vorgehen. In the first place, time would not allow for it. Die Zeit wäre zu kurz, erstens. There are so many philosophers, so little time to talk about any one of them. Es gibt so viele Philosophen und die Zeit wäre zu kurz, über jeden zu sprechen. And it's more interesting to see the whole map of philosophy than to concentrate on 2 or 3 important und ich denke, es ist interessanter, instances. sich die gesamte Landkarte der Philosophie anzuschauen, anstatt jetzt auf einzelne wenige sich zu konzentrieren. Also, I must confess that I haven't thought so much about this lately. Und ich muss aber auch gestehen, dass ich in letzter Zeit nicht so sehr viel darüber nachgedacht habe. I thought about this 20 years ago. Ich habe vor 20 Jahren intensiv darüber nachgedacht. So I don't have the information at my fingertips. Das heißt, ich habe die Information jetzt nicht ganz nah präsent. So that's why I have notes that were a transcript of a talk I gave 20 years ago in Spain. Deswegen habe ich hier ein Transkript, einen Text über einen Vortrag, den ich vor 20 Jahren in Spanien gehalten habe zu dem Thema. Don't be afraid that I will read it. It's in Spanish. Keine Sorge, ich werde ihn nicht vorlesen. Es ist in Spanisch. But it will help me remember things. Aber es wird mir helfen, mich an Dinge zu erinnern. Instead of following the chronology of philosophy, I will follow the Enneagram sequence, but do a particular sequence within the Enneagram. Also ich werde jetzt nicht chronologisch vorgehen innerhalb der Philosophen, sondern ich werde dem Enneagramm folgen und darin aber etwas springen. Where is it logical to begin in the Enneagram? Wo ist es logisch zu beginnen innerhalb des Enneagramms? One? Nine. Bei der 9.
No, and 9 is like the do in the musical scale. It's the beginning and the end. Das ist wie das Do. Das Do. In der Musik, also es ist gleichzeitig der Anfang und das Ende. Like C. How do you say it in here? In Do. Do, you say do in Yes. Switzerland? Yeah? Yes. Dur. Well, as soon as you ask yourself, what have nines contributed to philosophy, Sobald Sie sich fragen, was haben die Neunen zur Philosophie beigetragen, you find something quite interesting. findet man was Interessantes. Can you tell me what philosopher has been a nine? Können Sie mir sagen, welcher Philosoph eine Neun war? The German philosopher Hans-Georg Gadamer, and the synthesis is you. And the synthesis is? To see together, To different see, things to see. see the synthesis of everything. Well, I confess to never having had the intellectual stamina to study Gadamer. I have the feeling he's the most interesting of that group, the Frankfurt School, and I have been a little disappointed. Learn from Heidegger, yes? Yes. Also der Vorschlag war Gadamer und Claudio sagt gerade, ich habe aber nie so sehr das Durchhaltevermögen gehabt, Gadamer zu lesen, zu studieren. I began, but there was so much preliminaries to the understanding of hermeneutics Yes. that I never saw him apply hermeneutics. Aber da He waren published his first book when he was 60. Yes. so viele Dinge vorweg zu lesen und zu studieren, dass ich es aufgegeben habe. So Gadamer would be like Bruckner in the Enneagram of musicians. A nine that comes at the end of the story. Otherwise, you almost don't find a nine. Nines are not very philosophical normally. Also Neunen sind in der Regel nicht sehr philosophisch. Und Gadamer wäre eher wie Bruckner in der Musik am Ende kommend. Sancho Panza is not interested in the philosophy of being. Und Sancho Panza ist nicht so sehr interessiert interessiert sich nicht so sehr für die Frage nach Philosophie dem des Sein. Seins. He prefers the Frage nach Essen. Yeah. But there is an exception. Und es gibt eine Ausnahme. There's a philosopher that I thought he might be a schizoid. Da gibt es einen Philosophen, ich dachte, er könnte ein Schizoid sein. The only philosopher who centuries ago came to the same position of Buddhism of questioning the reality of the ego, the reality of the self or ego, however you want to call it. Der vor einigen Jahrhunderten zu der gleichen Frage wie der Buddhismus kam, das Ego zu hinterfragen. Theravada Buddhism, the early Buddhism, takes a position that one might call a quantum psychology. Hat einen Ansatz der Quantenpsychologie. The mind stream, if you observe it closely, is seen to be made of discrete events. Und das bedeutet, der Geist, wenn man genau hinschaut, scheint etwas zu sein, was sich aus einzelnen konkreten Momenten, Ereignissen zusammensetzt. Dharmas, they're called, discrete events, phenomena. Some are visual impressions, some are auditory impressions, some are impressions from other senses. Also konkrete Phänomene, visuelle, auditive. A certain number of emotions.
eine gewisse Anzahl an Emotionen. Just like there's certain number of tastes, a certain number of odors that make the total spectrum, there's a certain number of basic emotions. Also es gibt eine bestimmte Anzahl der Emotionen, so wie es eine bestimmte Anzahl oder eine begrenzte Anzahl der Geschmacksrichtungen gibt. And different kind of impulses. Und verschiedene Impulse. And there's a whole corpus of Buddhist psychology, the Abhidharma, that enumerates, and there are different presentations, 67 discrete events or 80 some. In dem Abhidharma, dem Basiswerk der buddhistischen Psychologie, sind diese beschrieben, auch in ihrer genauen Anzahl. And then we feel that there is an I that is looking at all this. And Buddhism says this is an illusion, it's one more thought. Und wir haben den Eindruck, da gibt es ein Ich, das all diese Dinge anschaut und beobachtet, und der Buddhismus sagt uns aber, nein, das ist eine Illusion, das ist ein Gedanke. Buddhism says there is only the stream of consciousness. Gibt es nur diesen Strom des Bewusstseins? And there is no permanent entity that could be called Ich. Und da gibt es nicht diese dauerhafte, stabile Entität des Ichs. There is a philosopher, a British philosopher, that came to the same conclusion. Und es gibt einen britischen Philosophen, der genau das so auch gesagt hat. And he was great inspiration, dialectic inspiration to Kant, who came to the opposite conclusion. Und er hat He affirmed the Kant inspiriert, Kant allerdings, the centrality of the self. das Gegenteil beschrieben hat, das Selbst sehr stark in den Vordergrund gerückt hat. But this was the most empirical of all philosophers. The philosopher that says there is only stuff, there is only material events, there's only facts. Das war der empirischste Philosoph, der da sagte, es sind nur Phänomene, es sind nur Ereignisse. And he thought we should throw away all our concepts, even the concept of causality. He says it's just habit. You see one thing happen, then you see the other thing happen, and it always happens this sequence. And we have the habit of thinking one thing is the cause of the other, because that's how it usually happens. It's as if we have never seen a black swan, and we say all swans are white. Und er sagte vor allen Dingen, wir sollten unsere Konzepte loslassen, vor allen Dingen über kausale Zusammenhänge. Er sagte, es gibt nur Gewohnheiten, aber nicht wirklich Kausalitäten. Does anybody know what philosopher I'm talking about? Weiß jemand, über wen ich da spreche? Let me introduce him, his face. I will show you caricatures of the philosophers. Lassen Sie mich ihn vorstellen über Karikaturen, mit Karikaturen. Hume. Does he look like a 9? Yes. I have a Sieht er aus contemporary wie ein description. I have a description of a contemporary Englishman, and he says he had a swollen face, absent eyes, and he looked like some board member of something that eating a tortoise, not like a philosopher. Er hat eine Gegenwartsperson, ein Engländer hat ihn beschrieben als aufgedunsen, und so wie wenn er etwas essen würde. Eating what? A tortoise? Eating a tortoise, that's a little surrealistic statement. Nines have something of a tortoise themselves. Wie wenn er etwas essen würde. Like a bureaucrat, Wie ein Bürokrat. Yeah. He looked like and he was a diplomat. Aber er war ein Diplomat. And his first book was a history of England. He was good at writing history. Und sein erstes Buch war ein Buch über die englische Geschichte. And unlike Heidegger, he thought the idea of being was putrid. Und Foul was
which one should get rid of this pestilence of the idea of being. Und im Gegensatz zu Heidegger ging er davon aus, dass man das Faulsein loswerden sollte. A matter-of-fact person. Eine sehr tatsachenbezogene Person. He was very good for philosophy, because philosophy was highly speculative. Er war sehr gut für die Philosophie, denn die Philosophie war sehr spekulativ. And even though much of philosophy was inspired by spiritual experiences, und obwohl die Philosophie inspiriert wurde, there was a divorce between the world of fact and the world of inspired by Plato and other philosophers whose reason for philosophizing was a spiritual awareness. Gab es eine Trennung zwischen der Welt der Fakten und der Welt der Philosophen, die durch spirituelle Erfahrungen inspiriert waren. So he was a man who, this idea, concejal, as the word I used for meaning, like he could be part of government, part of a body of people who are evocative of bureaucracy. He was very good at communications. He was good at knowing people. Anybody who can write a history of a country knows the reality of situations. Man hätte den Eindruck haben können, er wäre Teil einer Regierung gewesen. Jemand, der gut über die englische Geschichte schreiben kann gut kommunizieren. And his essay concerning human understanding did not receive any success. Sein Werk über das menschliche Sein war kein Erfolg. But since he was a successful man of the world and politics, aber da er ein erfolgreicher Mann in der Welt und in der Politik war, and because his history book was successful, und weil sein Geschichtsbuch ein Erfolg war, late in life he published an abstract, a succinct, a condensed version of his essay concerning human understanding, and now it was accepted. Hat er später in seinem Leben sozusagen eine Zusammenfassung verfasst, und die war dann schon ein Erfolg. And not only was a success, but the empiricism in the end won in the history of philosophy, where you could say today philosophy is out and science is in. In der gewissen Weise hat sich sein Gedankengut fortgesetzt und auch gewonnen, denn heute ist Wissenschaft in. I'm not saying it with approval. Not saying? I'm not saying it with a personal approval. Es ist zwar nicht meine Überzeugung. No. Es ist nicht meine Überzeugung oder das, was ich zustimmen würde. Yeah, the culture today is very secular. Religion is out, metaphysics is out. Also ich meine damit, ich stimme dem nicht zu, dass heute. You cannot use the word spirit in the world of education. You cannot use the word love in bureaucracies. Dass wir heute eine sehr säkulare Welt haben, wo Religion out ist, wo man das Wort spirituell nicht wirklich benutzen kann. People only believe in facts. Wo die Menschen vor allen Dingen an Fakten glauben. And in numbers. Und an Zahlen. People don't believe in Saint-Exupéry, the author of The Little Prince. Menschen glauben nicht an Saint-Exupéry. He said, grown-ups ask you how old you are and how much money you earn. Der schrieb, Erwachsene fragen einen, wie alt man ist und wie viel Geld man verdient. And they don't ask you whether you like butterflies. Aber sie fragen einen nicht, ob man Schmetterlinge mag. So, I'm more for butterflies. Ich bin mehr für die Schmetterlinge. So, from 9,
let's go in the direction of 8. Von der 9 lassen Sie uns in die Richtung der 8 uns bewegen. Can anybody tell me of an 8 in the history of philosophy? Without much thinking, just Hat jemand an impression? einen spontanen Eindruck, wer ein Philosoph innerhalb der 8 sein könnte? I think we find one great ancient and one great modern. Ich denke, wir finden einen großen alten und einen mehr modernen. It's not that there are no more, but mainly Nicht so, dass es da nicht noch mehr gibt, aber die beiden vor allen Dingen. in antiquity Socrates In der Antike Sokrates and in modern times Marx. und in der modernen Zeit in Marx. In the old times, Socrates had the courage of doing away of everything that was considered true and questioned all knowledge. Und Sokrates, wie man weiß, hat sämtliches Wissen hinterfragt. It not only takes courage to defy all accepted thinking, Und das braucht Mut. Alles das, was das zu der damaligen Zeit akzeptiertes Wissen war, zu hinterfragen. and we know that he had enough courage to die Und was wir auch for wissen, his defiance, for his rebellion. ist, dass er genügend Mut hatte, für seine Überzeugung auch zu sterben. Für seine Rebellion. We have a stereotype of 8 as violent. Der Stereotyp der Achter ist, den wir haben, ist die Gewalttätigkeit. An 8 gets angry very easily. Also dass die 8 sehr wütend wird, leicht wütend wird. That was not true of Socrates. Das stimmte nicht für Sokrates. He had a very difficult wife, Er hatte eine sehr schwierige Frau and he had great patience with her. und er war sehr geduldig mit ihr. It has been told that his wife sometimes poured the dirty water from the second floor on his head when he was talking with his friends next to the entrance. Man sagt, dass seine Frau so eine Gewohnheit hatte, schmutziges Wasser über seinen Kopf zu leeren, unten, während er sich mit seinem Freund unterhielt. And Nietzsche was of the opinion that much of Socrates' wisdom came from the influence of his wife. Und Nietzsche war der Überzeugung, dass vieles bei Sokrates durch diesen Einfluss von seiner Frau kam. And I think Socrates himself said that. Und ich glaube, Sokrates hat das sogar selbst gesagt. That he learned virtue from having Xanthippe challenge him so much. Dass er sozusagen Tugendhaftigkeit gelernt hat, durch das, was seine Frau ihn gelehrt hat. 8s like conflict. Achter mögen Konflikte, lieben Konflikte. You don't have to pussyfoot with an 8. You don't have to protect him from your difference of opinion or the fact that you are angry at them. They appreciate that. Man muss sie also nicht davon fernhalten, dass man andere Vorstellungen hat. Sie schätzen das. And one can imagine why she was so angry at Socrates. Man kann sich vorstellen, warum sie so böse war auf Sokrates. He didn't care about making a living. Er hat sich nicht darum gekümmert, wirklich ein Heim zu schaffen. He just talked with his friends. Er hat einfach mit seinen Freunden gesprochen und sich unterhalten. He said he was looking for the truth, but she didn't understand that. She didn't understand how that could be more important than bringing some money home. Er sagte, er sei auf der Suche nach der Wahrheit, aber sie konnte nicht verstehen, wie das wichtiger sein könnte, als wirklich jetzt Geld nach Hause zu bringen und gut leben zu können.
So maybe he was a little psychopathic. Also er war vielleicht ein bisschen ein Psychopath. He didn't care enough about the experience of the woman he loved. Er hat sich nicht wirklich genügend gesorgt um seine Frau, um die Erfahrung, die sie machte. We may say that he was a little exploitative in this familiar situation. It was not very balanced. Man sagt, dass er da sie etwas ausgenutzt hat oder die Situation ausgenutzt hat. But of course, it's forgivable because it was a patriarchal culture. Was man allerdings it was expected that the man could be free to have his will. Es war eine patriarchale Kultur. Der Mann konnte haben, was er wollte. And also, we might make allowance for the fact that he was not just one more person who liked to talk, but he was Socrates. Und er war ja nicht einfach nur eine weitere Person, die es mochte zu sprechen, sondern er war ja Sokrates. Just as I suggested yesterday, we might make allowances for Bach getting angry because he was Bach and he should not be bossed around. So wie wir gestern gesagt haben, man es Bach zustehen könnte, weil es war ja Bach. He had a great responsibility with his work. Er hatte eine große Verantwortung mit seiner Arbeit. And Socrates not only had a great responsibility, he died for it. He was willing to die for it. It was not that he was unwilling to pay in some way. Sokrates, nicht nur, dass er eine große Verantwortung hatte, er war sogar bereit, dafür zu sterben, also dafür zu bezahlen. An 8 is presented as a person who has a very strong animal nature. Man stellt die Achter oft so vor, dass sie eine starke Tiernatur in sich haben. Strong instincts. Starke Instinkte. Socrates could walk in the cold, could walk in the ice with bare feet. Sokrates konnte im Kalten auf Eis laufen mit Barfuß. He didn't care. He was a good soldier. Alcibiades, the great general, said, "He's a better soldier than I am." Er war ein guter Soldat. He was very austere. Austere, you know the word? Er war sehr could live with nothing, would live with very little. War sehr bescheiden, konnte mit wenig auskommen. He says, how many things do Athenians need to live? He was critical that people need so many things. Und es hat ihn eher gestört, dass Menschen so viel brauchen, um zu leben. Er konnte mit wenig auskommen. And here it's something that has something to do with an 8. An 8 wants to be independent of needs. Und hier sieht man schon eine Menge der 8. Die 8 möchte unabhängig sein, unabhängig von Bedürfnissen. But at the same time, there's a level of mastery in Socrates that is very unusual. He was a master of his body and of his soul. You could say he could also drink more than anybody without getting drunk. Und gleichzeitig war er da aber auch ein Meister, er hatte eine Meisterschaft mit seinem Körper und seinem Geist. Er konnte zum Beispiel trinken mehr als jeder andere, ohne betrunken zu sein. So Socrates, if we realize he's an 8, is an example of not the average character, but of a character that has been very much transformed. Und so können wir sagen, Sokrates war nicht ein durchschnittlicher Charakter, sondern ein Charakter, der eine Transformation erfahren hat. I want to, before leaving the subject of Socrates, mention that if you read Plato, you would not
it would not be evident that he's an 8. Wenn Sie allerdings Plato lesen, dann wird es nicht offensichtlich, dass er eine 8 war. He might be confused with a counterphobic 6, with a strong 6. Da könnte man ihn eher mit einer kontraphobischen, also der starken 6 verwechseln. Because Plato was that. Weil Plato das selbst war. Plato was strong, Er war like stark, an 8. wie eine 8. She liked authority. Er mochte Autorität. He was interested in politics. Politik hat ihn interessiert. But he was very verbal, very intellectual. Aber er war sehr intellektuell, sprachlich begabt. So he translated Socrates into the realm of intellect. Und so hat er Sokrates sozusagen übersetzt und in einen sehr intellektuellen Bereich übersetzt. It seems that Socrates didn't need intellectual arguments so much as Plato pretends. Und es ist aber eher so, dass Sokrates intellektuelle Argumente gar nicht so sehr brauchte, wie es Plato tat. I was in contact with a great 8 in my life. Ich war in Kontakt mit einer großen 8 in meinem Leben. And he would normally not be called a philosopher. Man würde ihn üblicherweise nicht als einen Philosophen bezeichnen. Because he also didn't like to write or to even put things in intellectual terms. Weil er schrieb eigentlich auch nicht gerne oder brachte Dinge in intellektuelle Begriffe. But his activity was all inspired in a lived philosophy, in an understanding of things. Aber sein ganzes Leben war ein Leben, das inspiriert war von Philosophie und Philosophie zu leben. That was Fritz Perls. Und das war Fritz Perls. And Fritz Perls could challenge anybody into silence. Und Perls konnte jeden in die Stille herausfordern. He could demolish people through confrontation, through his presence alone. He could make people feel their ignorance, their emptiness. In die Stille bringen, denn er konnte Menschen sozusagen zerstören und dadurch in die Präsenz bringen, ihre Ignoranz zerstören. He was a very Socratic person. Er war eine sehr sokratische Person. And he would also bring out the real person from beyond this pretension. Und gleichzeitig konnte er die wahre Person dadurch zum Vorschein bringen. So to be sure whether Socrates was a counterphobic 6 or an 8, I read the reports of another contemporary. Um also sicher zu sein, ob Sokrates nun eine 8 war oder eine kontraphobische 6, habe ich einen anderen Schriftsteller, Philosophen gelesen. Xenophon. Xenophon. And then I came to the conclusion, Xenophon is very different from Plato, and mostly he's considered boring. Xenophon schreibt sehr anders als Plato. Man bezeichnet ihn häufiger als langweilig. It's not like Plato. It has been said of Plato that the whole history of philosophy is like footnotes to Plato. Man hat ihn oft als Fußnote zu Platon bezeichnet. That the whole history of philosophy is like footnotes to Plato. Dass die gesamte Geschichte der Philosophie wie eine Fußnote zu Plato ist. Many footnotes. Mehrere Fußnoten. But Xenophon didn't have repercussions. But he was a witness of Socrates. Aber Xenophon war sozusagen ein Zeuge. Yeah, yes. And I'm convinced because of that information that he was a social 8. Und deswegen bin ich überzeugt, dass er eine soziale 8 war. That is somebody who is rebellious like an 8, but has a strong loyalty. Jemand, der rebellisch ist wie eine 8, aber
sehr loyal ist. He was offered to escape from prison. Es wurde ihm angeboten, es wurde ihm die Möglichkeit geschaffen, aus dem Gefängnis zu entkommen. And he could have done that, but he was more interested in that the law be followed, so the community would learn about the need to reform. That he wanted his death to be useful for the evolution of society. Aber es war ihm wichtiger, dass die Gemeinschaft, die Gesellschaft lernen würde, über die Moral lernen würde. There's a great loyalty to the community. He was always a teacher of mankind. So war er immer ein Lehrer für die Gemeinschaft. Eine große Loyalität der Gemeinschaft gegenüber. So you can have there an instance that a psychopath in the common vocabulary of psychology, a psychopath can be so much bigger than his personality. Und so kann man sehen, wie in diesem psychopathischen Aspekt etwas sehr viel Größeres ist als das, was üblicherweise da ist. He's going against norms. He's going against social habits. Dieses gegen die Normen gehen, gegen die Gewohnheiten gehen. Was only a strength in him. Das war eine Stärke in ihm. That made it possible for him to be Socrates, to break with mediocrity. Die es möglich gemacht hat, Sokrates zu sein und mit der Mittelmäßigkeit zu brechen. Let's say something about Marx. Lassen Sie uns ein paar Dinge über Marx sagen. He was forceful. He was a difficult youth. Er war stark, er war schwierig. He broke with his father. Er hat mit seinem Vater gebrochen. Who didn't approve of his devoting himself to philosophy, just like Socrates didn't get approval for that. His father wanted him to make money, to study law. Und auch er hat wie Sokrates keine Zustimmung dafür erfahren. Also sein Vater wollte, dass er Geld verdient und Jura studiert. She married a woman of a noble family. Er hat eine Frau aus einer adligen Familie geheiratet. And some people have said that he was exploitative because she was like a princess, and then what life did he give her? Und manche Menschen sagen, dass er ausgenutzt hat, denn was konnte er ihr für ein Leben geben? He survived through the help of his friend Engels. Er hat überlebt mit der Hilfe seines Freundes Engels. And some people say he exploited Engels because he received a lot of help one-sidedly, and some of that help went into expensive furniture. Und manche sagen, er hätte Engels ausgenutzt, denn er hat Hilfe von ihm erhalten und anscheinend ging ein großer Teil dieser Hilfe in teure Möbelstücke. And he was criticized by some of the communists because of his expensive furniture. Und er wurde kritisiert von manchen der Kommunisten für diese teuren Möbel. He's a bourgeois. Sie sagten, er ist doch ein Bourgeois. But he was married to a noble woman. Aber er war mit einer Adligen and he wanted to please her. Und er wollte ihr Gefallen tun. He couldn't quite please her because they had sometimes hungered. He lived in England, where he was not persecuted. Er konnte ihr nicht immer Gefallen tun, denn sie haben auch Hunger erlebt. He spent much of his time in the British Museum, looking at manuscripts and reading. Und er hat große Teile seiner Zeit im britischen Museum verbracht und dort gelesen, Manuskripte studiert.
It is said an 8 is an exploitative character, but here we find an 8 whose message was end with exploitation. Man sagt, dass die Achter ein Charakter ist, der ausnutzt, aber hier haben wir einen, dessen Botschaft es war, das Ausnutzen zu beenden. So if there was a little exploitativeness in him with his wife or Engels, just like they may have been a little exploitativeness of Socrates with his wife. Also wenn da etwas Ausnutzendes war, wo er seine Frau ausgenutzt hat, Engels ausgenutzt hat, so wie Sokrates. It must be seen in the perspective of a life of great devotion to a cause. Muss man es in Zusammenhang sehen mit einem Leben, das sehr der Sache hingegeben war. At great cost to himself, to his health even. Und mit einem hohen Preis verbunden war, zum Beispiel seiner eigenen Gesundheit. And certainly his comfort. Und auch seinem Wohlsein. How does the character reflect in his philosophy? Wie sieht man seinen Charakter in der Philosophie? A little bit like in Socrates' case. So ein bisschen wie bei Sokrates. Socrates was able to detach himself to all established knowledge. So wie bei Sokrates, also der sozusagen sich loslösen konnte von allem etablierten Wissen. Marx pretended to turn philosophy on its head. War es bei Marx so, dass er sozusagen Philosophie auf den Kopf drehte. He was a great admirer of Hegel, up to a point. Hegel sehr bewundert, bis zu einem gewissen Punkt. And then he continued to be inspired by the dialectic, but war er noch immer inspiriert durch die Dialektik, aber dann gave it this materialist turn that was an indirect influence of Hume. Hat er diese materialistische Kurve sozusagen genommen, die wiederum von Hume inspiriert war. Of course, via Feuerbach. Bei? Ludwig Feuerbach. Through the influence of Feuerbach, that the materialism came to him. Durch auch den Einfluss von Feuerbach, wo der Materialismus zu ihm kam. He was the first who spoke of philosophizing with a hammer. Then Nietzsche would adopt the phrase too. Philosophizing is not so important to know, but to do. Es ist nicht so wichtig zu wissen, aber es ist wichtig zu tun. It's not to know the reality, but to change it, to improve it. Es ist nicht so wichtig zu wissen, was die Realität ist, aber sie zu verändern und es zu beweisen. Intellectual types were content with knowing. Intellektuelle Typen, Charaktere sind damit beschäftigt zu wissen. An 8 wants to alter things. Eine 8 möchte die Dinge verändern. Wants to apply the understanding to something. Und die Dinge anwenden, anstatt sie in die Tiefe zu verstehen. Okay, I'll leave it at that, as of course subject to a lecture. Each one of the philosophers could talk at great length in terms of life, anecdotes and philosophical ideas. Es da belassen und weitergehen. Man könnte natürlich noch sehr viel mehr sagen und auch einige Anekdoten noch benennen. Let's say that in the world of ideas, the most 8-like conclusion of Marx was that it was worth having a revolution, even if there was blood in it. Also die Sichtweise, die am meisten einer 8 entsprechen könnte auf Marx, wäre, es hat sich gelohnt, eine Revolution zu haben, auch wenn sie blutig war. Because the pain of the world, the exploitation of the world, the suffering of the world Der Schmerz und das Leiden der Welt could be stopped with a little bit more suffering. konnte oder hätte beendet werden können mit ein bisschen mehr Leiden. An 8
is a fighter. And Das wäre also die Wahrnehmung einer Acht. Ja, die Acht ist ein Kämpfer. Marx would not have been happy with Lenin. Marx wäre nicht glücklich oder wäre nicht glücklich gewesen mit Lenin. And certainly not with Stalin, who was Und auch sick überhaupt AIDS. nicht mit Stalin, die kranke Achten waren. The name Stalin comes from Stahl. In Russian, the equivalent of Der Name iron. Stalin kommt von Stahl. He was a hard person. Marx was not hard. He was a humanist. Also eine harte Person. Und Marx war nicht hart. Er war eigentlich ein Humanist. And his interests were not mainly economic. Und seine Interessen waren nicht primär ökonomischer Art. He wanted the change in the economy to liberate people to their own potential, to make people complete. Er wollte eine Veränderung in der Wirtschaft, um die Menschen zu befreien, für ihr Potenzial, für ihr eigentliches Potenzial zu befreien. He was concerned with alienation. Entfremdung hat ihn beschäftigt. Stalin had no notion of Entfremdung. he was a promoter of didn't care. There was no compassion in what became of Marxist ideas. Stalin hat das nicht gekümmert. Bei Stalin war kein Mitgefühl zu sehen und es hat ihn auch nicht so interessiert, was aus Marx' Ideen geworden ist. But this is a social phenomenon that happens to all great messages. Aber das ist ein soziales Phänomen. Max Weber says, all spiritual movements have a charismatic stage and then a bureaucratic stage. So wie Max Weber sagt, alle großen Traditionen, spirituellen Traditionen haben eine charismatische Phase und dann eine bürokratische Phase. I think some deteriorate faster. Und ich denke, dass manche ihren Niedergang schneller erleben als andere. Some traditions may take 15 centuries to begin to burn people. Manche Traditionen brauchen vielleicht 15 Jahrhunderte. Others may just need a couple of generations to begin to turn destructive. Und andere wiederum brauchen nur ein paar wenige Generationen, bis sie eher zerstörerisch werden. So let's go one more step on the Enneagram. Lassen Sie uns noch einen Schritt weitergehen im Enneagramm. Let's go to point 7. Zu 7. Also in 7 I find not so many philosophers as one might think. Also one great old philosopher, one great Greek philosopher, and one... So viele Philosophen zu finden in der 7, wie man eigentlich denken würde. In the ancient times, Epicurus. In der alten Zeit Epikurus. In the not so ancient world, Bacon. Und in der nicht so alten, also eher in der jüngeren Vergangenheit, Bacon. I don't know how good that caricature of Epicurus is. Ich weiß nicht, wie gut diese Karikatur ist von Epikurus. But I've seen some 7s look like that. Aber ich habe so manche 7 gesehen, die so aussieht. Epicurus was concerned with happiness. Was Epikurus beschäftigt hat, war Glücklichsein. And that is not such a popular subject in philosophy. Und das ist nicht so ein verbreitetes Thema in der Philosophie. Most philosophers are not even happy themselves. Die meisten Philosophen sind nicht mal selbst glücklich. And they're not so coherent, because if they're not happy, they should be thinking about happiness more than they do.
Da sind Sie nicht sehr, sehr kohärent, weil wenn Sie selber nicht glücklich sind, sollten Sie mehr über das Glück oder das Glücklichsein nachdenken. And instead they are concerned with epistemology and other complicated things. Und stattdessen beschäftigen Sie sich mit Epistemologie und anderen komplexen Dingen. Epicurus was concerned with happiness, but he was not a vulgar hedonist. Ihn beschäftigte das Glücklichsein, aber er war jetzt nicht ein vulgärer Hedonist. And yet, in spite of his refined concept of happiness, und dennoch, obwohl er also diese Idee, diese definierte Idee des Glücklichseins hatte, in spite of the fact that his concept of happiness is, we would call today, a very spiritual concept, yet he was stigmatized. He was unpopular. Heute würden wir das eine sehr spirituelle Idee, Konzept des Glücklichseins nennen. Er wurde stigmatisiert. Er war nicht sehr anerkannt. Perhaps because he was a contemporary of Aristotle. Vielleicht, weil er ein Zeitgefährte von Aristoteles war. And Aristotle was very serious. Und Aristoteles war sehr ernst. An Italian writer, Di Crescenzo, who has written about Greek philosophy in a humoristic vein, ein italienischer Schriftsteller, der über die griechischen Philosophen in einer sehr humorvollen Art und Weise geschrieben hat. He says, Aristotle was probably not a pleasant person to be with. Sagte, Aristoteles war wahrscheinlich keine sehr lustige Person, wo es sehr lustig war, mit ihr zusammen zu sein. I'll try to present him in an entertaining way, but this may make him wiggle in his tomb. Ich versuche ihn zwar in einer etwas humorvollen Art und Weise vorzustellen, aber das stört ihn wahrscheinlich eher. May make him do this in his grave, also, maybe. Dass er sich sozusagen im Grabe umdreht. Ja, gedreht. So in a time in Greek philosophy where Aristotle had great authority, because Aristotle was a one, and ones sometimes are very good at getting the upper hand. Und Aristoteles war sehr anerkannt in seiner Zeit. Er war eine Eins. Perfectionists sometimes speak in a way that make you feel that the truth lies with them, is in their voice. Und Einser sprechen manchmal oder können in einer Art und Weise sprechen, sodass man denkt, die Wahrheit liegt in ihrem Munde. I had a friend when I was a young man. Well, he continues to be a friend, but we were very intimate when we were very young. Now he's a well-known scientist, Umberto Maturana. He's internationally known. Guten Freund, wir sind auch heute noch befreundet, das ist Umberto Maturana. And he had a scientific Ein vocation. Wissenschaftler. Und er hat eine And he wissenschaftliche influenced me Berufung. to become interested in science. Und er hat mich beeinflusst und hat mein Interesse an der Wissenschaft geweckt. Because I was divided between science and music. Weil ich war zweigeteilt zwischen der Musik und der Wissenschaft. And he had a way of talking that conveyed knowledge. Und er hatte eine Art und Weise zu sprechen, die sozusagen Wissen mit sich getragen hat, And I remember transportiert hat. as a schoolboy, I once asked him, why do we cough? Als Schüler fragte ich ihn einmal, warum husten wir? And I could have answered myself the question. Ich hätte diese Frage mir selbst beantworten können. We all know that something itches in our trachea or our bronchi when there's a drop of saliva that goes the wrong way, or when there's a secretion. And I knew about cells having some hairs stuck to them, some prolongations and being stimulated. But in an ordinary conversation, he says, how is it we cough? And he
with a very doctoral style, explained to me there are cells along the interior of the trachea, the epithelium of the trachea, and these cells have these prolongations. I don't remember the names of it now. And so when they're stimulated by a drop of fluid, they're stimulated, and this impulse, nervous impulse, is transmitted and produces this cough. And I felt, oh, now I know. And then I thought to myself, but I knew already. What magic comes in the way of speaking? So I think Aristotle had that. And obwohl ich selber wusste, wie das mit dem Husten vor sich geht und was da physiologisch passiert, hat er mir eine sehr detaillierte Antwort gegeben über die physiologischen Prozesse, sodass ich das Gefühl hatte, oh ja, jetzt verstehe ich das. Gleich darauf dachte ich aber, das habe ich doch selber so gewusst. Und so, das ist das Typische für Einser, und Aristoteles war so. So, Epicurus had how do you say? So the irreverence of claiming to be a teacher when Aristotle was alive. Also Epicurus hatte sozusagen die Kühnheit, ebenfalls zu fordern, ein Lehrer zu sein in der Zeit, wo es doch Aristoteles gab. And he didn't follow Aristotle. Und er ist Aristoteles nicht gefolgt. He had his own following. Er hatte seine eigene Gefolgschaft. And there were women included. Und da gab es sogar Frauen. That was not common in philosophic circles. Und das war nicht üblich in philosophischen Zirkeln. And he was not only concerned with happiness, but he was a promoter of friendship and friendliness. Und er hat sich nicht nur mit Glücklichsein beschäftigt, sondern er hat auch über Freundschaft und Verbindungen gesprochen und geschrieben. You know, this is a seventh subject too. Sevens are Das ist ein Thema der Siebenen. have very important friendships. Freundschaften, Verbindungen. And he had a sense of community. Like many sevens who have wanting to the ideal community, he wanted to create an ideal community. Er wollte eine ideale Gemeinschaft schaffen. So he had a piece of land, and there they lived, men and women together in search of happiness. Oh, what a terrible thing. Und er hatte ein Stück Land, und dort lebten Männer und Frauen zusammen auf der Suche nach Glück. Ein unglaubliches Geschehen eigentlich. And the Greeks said they have orgies there. Und die Griechen sagten, die machen da Orgien. And they didn't understand that the philosophy of Epicurus was that the secret of happiness is not to be attached to the human passions. Sie haben aber nicht verstanden, dass Epicurus auf der Suche war nach Glücklichsein in der Nichtanhaftung an Leidenschaften. You should want things with moderation. It was not so different from Aristotle. Und dass man das Glück suchen sollte, indem man moderat war, was gar nicht so sehr verschieden war zu Aristoteles. If you desire things too intensely, that will cause unhappiness. So for the sake of happiness, you should not be too attached to things. Wenn man Dinge things. zu sehr will, dann steht das dem Glücklichsein entgegen. Also um Glück zu finden, ist es eigentlich gut, sich ein Stück loszulösen. You could say this is a philosophical attitude beyond character and beyond any particular philosophy. When you say somebody has wisdom, what do you mean by wisdom? It's not knowing many things. Man könnte jetzt sagen, das ist nicht eine sehr philosophische Haltung, sondern eine, die darüber hinausgeht. Was ist es, wenn man sagt, was ist es, wenn man fragt, was Weisheit ist? It has to do with a certain detachment. Weisheit hat zu tun mit einer gewissen Nichtanhaftung. With a certain distance from ordinary reality. Mit einer gewissen Distanz der üblichen Realität.
Distanz zur üblichen Realität. But let's go to the later 7 in history. That was Bacon, Francis Bacon. He was not a systematic thinker. Bacon, also jetzt die spätere 7, war nicht ein systematischer Denker, But he was a thinker, aber er war ein Denker a very brilliant thinker. und ein sehr brillanter. And he writes about himself that early in his life, he asked himself what he wanted, and he wanted to serve humanity. Und er hat selber geschrieben darüber, über das, was er wollte, und er schreibt, er wollte der Menschheit dienen. And wanted to do this through invention. Und wollte das durch Erfindungen tun. Through the application of his intelligence. Indem er seine Intelligenz anwandte. You could say that his was an applied intelligence. Man könnte also sagen, seine Intelligenz war eine angewandte Intelligenz. Curiously, he died in an act of discovery. Erstaunlicherweise ist er gestorben während einer Entdeckung. He died from curiosity. Er ist an Neugierde gestorben. When he found a bird in the snow that had not gotten rotten. Als er einen Vogel im Schnee gefunden hatte, dieser Vogel war noch nicht verwest. He discovered that cold interfered with putrefaction. Und da entdeckt hat, dass die Kälte eben mit dem Verwesungsvorgang den verhindert. And he was so absorbed in the observation of this phenomenon. Und er war so absorbiert von der Beobachtung oder diesen Vorgang zu beobachten, That you could say that he became the inventor of the refrigerator. dass man sagen könnte, er wurde der Erfinder des Eisschrankes. But at the same time he got cold and died from the cold. Aber gleichzeitig ist ihm natürlich sehr kalt geworden und er ist an dieser Kälte gestorben. So Socrates died from one kind of truth, Bacon died from a very different kind of truth. Also Sokrates ist an einem Teil der Wahrheit gestorben und Bacon an der anderen. Bacon, his place in philosophy, you might say, is due to his carrying the voice of empiricism. He was a precursor of modern science. Und Bacon, könnte man sagen, hat die Worte der modernen Wissenschaft transportiert, vorweggenommen. He didn't have the character of Hume. He was an empirical mind, not of a 9, but of a 7 who... Also den Empirismus, allerdings in einer 7er Art, nicht in einer 9er Art. Not the sexual 7 who is a dreamer. Aber nicht die Art der sexuellen 7, die ein Träumer ist. But the preservation 7 who is aber die Selbsterhaltung 7, a very down-to-earth person. Die eine sehr, sehr bodenständige Person sein kann. And wants to be famous, probably. Und berühmt sein möchte. Actually, he was imprisoned by corruption, for corruption. Er kam ins Gefängnis für Korruption. After being the most important person in England after the king. Nachdem er die wichtigste Person war nach dem König in England. He was called the seal bearer, who carried the king's seal in the absence of the king. Also sozusagen der Stellvertreter des Königs war. And he was also a judge. Und er war Richter. And it was reported that he had received bribes. He had received money, gifts, before pronouncing judgment. Und man hat ihm vorgeworfen, er habe sozusagen Bestechungsgelder bekommen, bevor er Gericht oder Rechtsprechung gemacht hat. And that is consistent with the 7 character
this preservation 7, is a glutton for money. He was rich. He was very wealthy. Das passt zu zum Siebener Typus, diese Geldgier, und er war auch reich, er war wohlhabend. And along with this disdain of rules, corruption can be seen as originating in a sense that the advantage of the people you love may be more valid than the impersonal rules of society. Und diese Verachtung gegenüber Regeln ist dann oft auch in der Ausprägung, dass die persönlichen Beziehungen wichtiger sind als irgendwelche abstrakten Regeln. I don't know whether you saw a Walt Disney movie about Aladdin. Aladdin who finds the magical lamp. Es gibt einen Kinofilm, Aladdin die Wunderlampe. He's represented as a boy, very cute, a charming person who is liked by everybody. In diesem Film ist Aladdin dargestellt als ein junger, charmanter Junge, den jeder mag. And he survives by stealing. Und er überlebt, indem er klaut. And one implicitly feels for him in the movie. Und man fühlt mit ihm, ganz automatisch. And I think it's because one implicitly feels that in a world where there is the rich and the poor and there is injustice. Ich denke, das ist, weil man fühlt, dass in einer Welt, wo es Ungerechtigkeit gibt, arm und reich, it has a relative validity that some people survive by being astute and getting away with breaking some rules with a very valid motive of feeding themselves. Ich habe das Gefühl, das ist völlig in Ordnung, dass manche Menschen überleben, indem sie die Regeln brechen. So, in the mind of a 7, also in dem Geiste einer 7, there is the same defiance of rules of an 8, only that is covered with a very good social mask. Ist also auch dieses Widerstreben gegen Regeln, allerdings ist es hier mit einer guten sozialen Maske versteckt, hinter einer sozialen Maske versteckt. Fritz Perls used to say, many times I heard him say, behind every good boy there is a spiteful brat. Fritz Perls hat oft gesagt, hinter jedem guten Jungen ist eine hässliche Brut. And spite is a disdain, disdainful. Eine verachtende Brut, eine verachtende Brut. Spiteful brat. Brat is like it's a little bit like bad boy. Brut. So, huh? Brut. Brut? Brut. Brut. B-R-U-T? Ah, okay. Yeah. Little animal. Yes. Huh? Lausbube. Schlingel. Yes. Schlingel. Schlingel. That sounds right. And the other word I want to register. Lausbube. Yes. I'll remember that one. Ein durchtriebener. One needs that in one's vocabulary. So, instead of going now from 7 to 6, I want to go from 7 to 2 and fill the other side of the top of the enneagram. Anstatt jetzt von der 7 zur 6 zu gehen, möchte ich gerne auf die andere Seite des Enneagramms gehen, zur 2. To finish 2 and 1 and then go to this particular area of 6 and 3 and to the bottom area.
Erst das Enneagramm füllen, sozusagen auf der anderen Seite mit der 2 und der 1 und dann wieder zurückkehren. Thank you. There's some similarity between 2 and 7. Da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Zweiern und Siebenern. Can you tell me what is similar? Was ist möglicherweise ähnlich? Wer kann mir das sagen? 2 und 7 beide mögen es, wenn es den Menschen in ihrer Umgebung wohl ist. Both 2 and 7 like to be comfortable in their environment. Mm-hmm. Both are friendly, both are expressive, both are seductive. Beide sind freundlich. Hedonistic. Beide sind hedonistisch. Beide sind verführerisch. In a questionnaire is very difficult to tell them apart. Und in einem Wörterbuch ist es schwierig zu sagen, wer ist was, sie auseinanderzuhalten. When you see them, they're very different, but in paper they look alike in testing. Wenn man sie sieht, sehen sie sehr verschieden aus, aber auf dem Papier sehr ähnlich. If you might not find them in the history of philosophy if you don't look carefully. Man findet sie möglicherweise nicht, wenn man nicht wirklich gut sucht in der Geschichte der Philosophie. As I already mentioned, the subject of happiness is not the part of the philosophical culture. Ich habe schon gesagt, glücklich sein, das Thema glücklich sein ist nicht wirklich Teil der Philosophie. And there is one important philosopher in antiquity, but he never became so famous as Plato or Diogenes or Zeno or da gibt es einen wichtigen Philosophen, der ist aber nie so bekannt geworden wie jetzt diese anderen, die wir besprochen haben. His name was Aristippus. Und sein Name war Aristippus. He was a disciple of Socrates. Er war ein Schüler von Sokrates. And I would not be mentioning him if it were not out of a feeling that he really was a prophet of the New Age. Und ich würde gar nicht auf ihn eingehen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass er der Prophet einer neuen Zeit war. He was saying things that have become part of our culture now. Und er hat damals Dinge gesagt, die Teil unserer Kultur heute geworden sind. He said it's important to live in the here and now. Und er hat gesagt, es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu leben. And he was for freedom. Und er war für Freiheit. And he was also for living out your wishes, for enjoying. Und er war auch für das Leben, das Ausleben der Wünsche und sich freuen und das Genießen. He was of a wealthy family. Er kam aus einer wohlhabenden Familie. And he was accustomed to luxury. Und er war Luxus gewohnt. And this was not looked upon with approval by the philosophical world. Und die philosophische Welt fand das nicht sehr gut. The philosophical world looked with more approval at Diogenes. Die philosophische Welt stimmte dem nicht sehr zu. Diogenes of the cynical group. Stimmte eher Diogenes zu. You know, the word cynic comes from dog. They like to live dog lives. The simplicity of a dog. In dieser Welt gab es etwas Zynisches und die eher für das Hundeleben akzeptierten. The getting rid of luxury and superfluous things, that was part of Socrates.
that Diogenes inherited. Also wo man sozusagen alles los wird und er ohne Besitz lebt, ein Hundeleben lebt, das war eher das, was Sokrates vermittelt hat und was Diogenes übernommen hat. Diogenes was an 8 also. I didn't mention him to spare time. Diogenes war ebenfalls eine 8. And he is very famous for the anecdote of his brief conversation with Alexander the Great. Und er ist sehr bekannt geworden mit dieser Anekdote über Alexander den Großen. Who knows that anecdote? Wer kennt diese Anekdote? Alexander the Great, who was a disciple of Aristotle, wanted to learn. He was Alexander der wanted to Große promote philosophy. wollte lernen und wollte Philosophie studieren und vermitteln. But perhaps, being a 2 himself, he wanted to be very special for his concern with philosophy and his protection of philosophers. Aber da er auch eine 2 war, war er sehr damit beschäftigt, He wanted to look good to posterity as the ruler who is so wise that he listens to philosophers. und er wollte also vor allen Dingen gut dastehen und gut aussehen mit der Philosophie. So Diogenes didn't wear clothes sometimes, that he lived inside of a barrel. He Diogenes carried a barrel around him. trug manchmal keine Kleider, sondern hatte ein Fass stattdessen um sich herum. And on one occasion, Alexander the Great was passing, or he was brought to where Diogenes was lying. Und Alexander der Große kam da mal vorbei, wo Diogenes lag. And he says, "What can I do for you?" Und er sagte, was kann ich für dich tun? And I think that Diogenes was truly wise, and he saw his mind. Und ich glaube, Diogenes war wirklich weise und sah in seinen Geist And he replied, und antwortete, "Well, you could get out of the way of the sun." und sagte, du könntest der Sonne aus dem Weg gehen. So one needs to be a very strong personality to do that to Alexander the Great. Also man muss schon eine sehr starke Persönlichkeit sein, um das zu Alexander dem Großen zu sagen. Emperors, popes, and great rulers have always had the right to do away with the life of people they didn't like. Und mächtige Menschen hatten immer das Recht, mit dem Leben anderer etwas zu tun, wenn sie nicht mochten. And probably we should remember Alexander the Great of having been great enough not to crush Diogenes. Und wahrscheinlich sollten wir Alexander den Großen in guter Erinnerung behalten, deswegen, weil er Diogenes nicht dann zerstört hat. But I'm talking about Diogenes to mention that he had a mantle which was rags. He was very worn out and full of holes. Und Diogenes hatte ein Kleidungsstück, was eigentlich eher in Fetzen hing. And once a group of friends, including him and Aristippus, went to the baths and left their mantle when they went into the water. Und er und Aristippus eines Tages gingen ein Bad nehmen, haben dieses Kleidungsstück abgelegt. Er legte das Kleidungsstück ab. And Aristippus left earlier. Aristippus ist früher gegangen. Probably there was a bunch of people there. Und da gab es eine Gruppe von Menschen dort. And he took Diogenes' mantle. He wore this ragged mantle. He who was always wore a purple mantle, now wore this very rough mantle. Und jetzt trug er, der immer sonst einen sehr edlen Mantel trug, diesen Fetzenmantel. And when Diogenes came out, there was only one mantle left, and that was the one of Aristippus. Und als Diogenes aus dem Bad kam, gab es nur noch einen Mantel, und das war der von Aristippus.
a very good material and purple color. In edlem purpurnen Farbe. And Diogenes could not wear that mantle. He chose to go out naked. Und Diogenes wollte diesen Mantel nicht tragen, sondern hat entschieden, nackt zu gehen. So after that, Aristippus said, you see, he claims to be free, but I have more freedom. I can wear either mantle. What mantle? Either. I can wear the poor man's mantle or the rich man's mantle. Aristippus sagte, seht ihr, er gibt vor, frei zu sein, aber ich bin eigentlich viel freier, weil ich kann zwischen beiden Mänteln auswählen. He who thinks he's free, he's attached to his poverty, he's attached to his appearance. Er, der denkt, er sei frei, haftet an seiner Armut an. Ich bin da viel freier. And he was also criticized for spending a lot of time with a famous prostitute called Lais. She's become a history. Dafür Zeiten zu verbringen mit einer bekannten Prostituierten seiner Zeit. Well, we shouldn't say prostitute for a hetera. The Greek institution of prostitution, it was something unique. It was more refined than, more quality than, how do you call the Japanese? Geisha. A geisha. Geisha is a cultured woman, but there's still more prostitution in the institution of geisha than the old Greek hetera, who was an independent woman. Und wir sollten allerdings nicht den Begriff Prostituierte wählen, der passt hier nicht so für hetera, wo noch weniger Prostitutionsaspekte drin waren als bei den japanischen Geishas. It was a valid profession. Es war eine Profession. And some of these women were well known for their minds and for their quality of being. Und viele dieser Frauen waren sehr anerkannt für ihre Qualität, die Qualität ihres Geistes auch. And sometimes he was criticized for spending too much time for this particular woman, Lais. Er wurde allerdings kritisiert dafür, zu viel Zeit mit dieser einen Frau, Lais, zu verbringen. And he said, yes, but take into account that she doesn't charge me. And he charges a lot of money to Demosthenes. Du sagst? Demosthenes. He was a great orator, the great rhetoric of the Greeks. Und er sagte, ja, aber man muss bedenken, dass sie kein Geld nimmt dafür. Und er gab das Geld von mir. Und er gab stattdessen das Geld an this other famous Greek, Demosthenes. He charged a lot of money from Demosthenes. Bekannten Griechen. So it was an honor she made him, not charging him. She liked to spend time with him. Es war also eine Ehre, denn sie verbrachte gerne Zeit mit ihm. And he liked to charge for his lessons in philosophy, a lot of money. Und er hat aber viel Geld dafür verlangt, für seine Lektionen in Philosophie, für sein Unterrichten in Philosophie. And once the father of a student came and said, but for the money you charge, I could buy a slave. Und jemand kam eines Tages und sagte, aber für das Geld, was du dort nimmst, könnte ich einen Sklaven einstellen. And then you would have two slaves, your son and that slave and your son. Und dann hättest du zwei Sklaven, deinen Sohn und diesen. He was very conscious of the value of what he was giving. Er war sich also sehr bewusst dessen, dem Wert dessen, was er gab. So I think he was a social two. Also ich glaube, er war eine soziale Zwei. People need a break. I'm told people need a break. Ich glaube, wir brauchen eine Pause. You not. No, I'm not aware of myself when I'm talking about philosophy. Schopenhauer was pessimistic. Wenn gesagt wurde, Schopenhauer it's not just that he was pessimistic of human beings.
Es ist nicht nur so, dass er pessimistisch gegenüber den Menschen war. He took the Kantian idea of the thing in itself and he postulated a universal will. Er hat die Kantsche Idee selbst genommen und hat es als einen Willen postuliert. The ultimate reality to him was will, but was an evil will. What we might say the will of God, what's behind human life, he took to be an evil thing. Also dieser letztendliche Wille war für ihn etwas Teuflisches. So the only possible salvation is to try to diminish our will and our desires and be so war für ihn to wish as little as possible and in that way suffer less. Unseren Willen zu verringern, weniger zu wollen und dadurch weniger zu leiden. He was very influenced by Buddhism, by Vedanta, but he gave it a very special twist. Er war vom Buddhismus beeinflusst, vom Vedanta beeinflusst, aber er hat ihm eine bestimmte Note, Wendung gegeben. But I won't give much details. I want to say that the force in the history of philosophy have been the existential ones. When they philosophize, they are philosophizing about life experience. They are asking about pain, they're asking about death, they're asking about the meaning of life as it is experienced. Die Vierer-Philosophen sind die Existenzialisten, die also über den Schmerz, über das Leid, über den Sinn des Lebens philosophiert haben. We should mention Sartre. I don't know who I have there next in that list. That's a hateful four. He said of Sartre, said he was a gentle person. He didn't hate anybody. But everybody was sagte von sich selbst, er wäre ein freundlicher Mensch, er würde niemanden but everybody was afraid of him. Aber jeder hatte Angst vor ihm. And he was a great polemist. In arguments, he always won because. Er war ein Polemiker. But there was an extra philosophical component to his triumph. Is that he had this kind of implicitly aggressive presence that reduced the competitor to impotence. War eine aggressive Komponente in seiner Philosophie, die das Gegenüber, in seinen Argumenten, das Gegenüber klein machte. Nobody did dare argue him because he had such an investment in winning the cause for his argument. Leute wagten es nicht mehr, sich mit ihm auseinanderzusetzen, denn da war so etwas Gewinnendes. So, let's see. Do I have another one else? Anybody else in the fours? No. Let's don't go further. Let's go back to. Who's after Sartre? Thales. Okay. So here you have all the existential ones concerned with suffering and the problem of existence. And except that we have seen Kierkegaard was not a 4 but a 2. It's a 4-ish 2, we would say. A 2 who was living that hidden 4 that's part of every 2. Also die Existenzialisten, die Vierer waren, bis auf Kierkegaard, wie wir gesehen haben, eine 2 war. But the 5s are the core of philosophy. And the inventors of philosophy in the Western world. Die Fünfer sind natürlich die Erfinder der Philosophie in der westlichen Welt. If you have read Faust at school, I suppose people in German culture are acquainted with Faust. Wenn man Faust gelesen hat, you will find the special place that Goethe gives Thales in the scheme of things. Dann findet man da den speziellen Platz, den Goethe Thales gibt. Thales is the philosopher there. Das ist der Philosoph dort. In the classical Walpurgisnacht. In der klassischen Walpurgisnacht. He becomes the guide to homunculus. Als er der Führer für Homunculus wird. You could say he was the oldest of philosophers in the Western world. Ich könnte sagen, er ist der älteste Philosoph. A little older than Pythagoras.
bisschen älter als Pythagoras. To give you a sense of why I think he was a 5, um Ihnen eine Idee zu geben, warum ich denke, dass er eine 5 war. It is reported by the classical source for these old philosophers. Man sagt in den Quellen für diese alten Philosophen, Diogenes Laertius, who wrote the lives of the old philosophers, it is reported that the slave woman he had, dass er eine Sklavin hatte, and she laughed at him when he fell into a well, because he was looking at the stars. Man sagt, dass sie habe ihn ausgelacht, als er in ein Loch fiel. Because he was looking at heaven. Weil er nach oben geschaut hat, weil er die Sterne angeguckt hat, den Himmel angeschaut hat. And said, you look so much up the things above that you don't see where you are walking. Und zu ihm sagte, du guckst so sehr nach oben, dass du nicht siehst, wo du hintrittst. A very good metaphor for 5. 5 looks up, looks at the ideal world, but it's out of touch. Metapher für die Fünfer, die schauen so sehr nach oben, nach den ideellen Dingen, dass sie den Kontakt mit dem Boden verlieren. A very deep metaphor by this slave woman. She must have perceived his character very well. Eine gute Metapher von dieser Sklavin, die wahrscheinlich seinen Charakter gut erkannt hat. And very exact, because he was really very concerned with the stars. Und auch sehr stimmig, denn die Sterne haben ihn wirklich sehr beschäftigt. And he would not have become so famous as he did if he had not been able to predict eclipses. Und er wäre nicht so berühmt geworden, wäre nicht in der Lage gewesen, Eklipsen vorherzusagen. He was a precursor of astronomy. Er war einer der Vorgänger, der Vorreiter der Astronomie. Not just an abstract philosopher, but a natural scientist. Also nicht nur ein abstrakter Philosoph, sondern ein Wissenschaftler. So I just will give you a gallery of names with a very few things about each. Pythagoras was more than a philosopher. He was Ich gebe Ihnen jetzt einfach eine Idee, so ein paar Namen aus dieser Galerie. Pythagoras. From him comes the word Philosophie. Von ihm kommt das Wort, der Begriff Philosophie. 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 Love of wisdom. Die Liebe zur Weisheit. He was a teacher. He was a teacher of wisdom, not just a teacher of reasoning. Er war ein Lehrer der Weisheit und nicht nur der Vernunft. So that was the original philosopher. There are many Greeks like Democritus, and not all of the same ideas. Democritus traveled to Egypt, traveled to Babylonia to get his wisdom, like Pythagoras himself too. So there were seekers of the mystery, and that was what philosophy was originally, seeing things in a way that helps arrive at a deeper understanding, or deeper an understanding that touches life. Und das war das, was Philosophie ursprünglich einmal war. Ein Weg zum Mysterium, ein Weg zum Verständnis, was das Leben in seinem tiefsten Kern eigentlich ist. Certainly the philosophy of Hume was not that. Die Philosophie von Hume war sicherlich das nicht. And the philosophy of Aristotle was not that. Und die Philosophie Aristoteles war das auch nicht. The ones want to classify things, and I did not say very much about ones. I could have talked about Wittgenstein, could have talked about Bertrand Russell. Das war eher eine Philosophie, die Dinge klassifiziert. They're rationalists, die rational war. They want to make things fit. Die versucht, die Dinge passend zu machen. And eights are not interested in the thing in itself. They want to improve things, change things. And sevens want to pleasure. Weil Achter sind nicht so sehr interessiert in die Natur der Dinge, sondern sie wollen Dinge verändern. Die Siebener in den Genuss, sind am Genuss interessiert. And sixes can be thinkers, but are thinkers of constructors of systems.
Und Sechser können Denker sein, aber sie erdenken Systeme. They want coherence and they want to know what to do. Sie wollen kohärente Dinge und sie wollen wissen, was sie tun. Like Rodin's Thinker, the sculpture, the famous. Wie die Skulptur von Rodin, der Denker. Why is he thinking so much? Because he thinks, what will I do next? Warum Or what should I do? So viel? Weil sie denkt, was werde ich als nächstes tun? Because I don't know what to do if I don't think. Weil ich nicht weiß, was ich tun soll, wenn ich nicht denke. They haven't discovered that its life can be simpler than that. Wir haben noch nicht entdeckt, dass das Leben einfacher sein kann. So each point of the anagram brings a different motivation to want to know. Das heißt, jeder Punkt des Enneagramms bringt eine bestimmte Motivation zum Wissen wollen oder trägt eine bestimmte Motivation bei. And some motivations are more philosophic than others. Und manche Motivationen sind philosophischer als andere. Vanity is not a philosophical motivation, but it can lead somebody to want to know many things. Eitelkeit ist nicht wirklich eine philosophische Motivation, aber sie kann jemand dazu bringen, philosophisch sein zu wollen. But being a sufferer like a 4 Aber ein Leidender sein wie eine 4 is a more valid with philosophical motivation. Ist brauchbarer für eine philosophische Motivation. But I would say the typical motivation of a 5 is Aber die typische Motivation the thirst for knowledge for itself. Ist die Suche nach dem Wissen, die Suche nach dem Wissen. Not for something, not to know what to do, not to enjoy, not to make useful things. Die Suche nach dem Wissen als Selbstzweck, nicht um zu wissen, was man tun soll und so weiter, sondern für sich selbst. Maybe it's also a mistake. Vielleicht ist das auch ein Fehler. Maybe we could say it's a totemization of knowledge. Man könnte vielleicht sagen, es ist eine Totemisierung des Wissens. Divinization of knowledge. Eine Verherrlichung des Wissens. Where you feel that there's something divine about knowledge. When you have knowledge, you will find God. Das Gefühl hat, da ist was Göttliches, da haftet es dem Wissen etwas Göttliches an. Man könnte Gott durch Wissen finden. And there's a half-truth about that. Und da ist was Halbwahres dran. Because there is a way of knowledge in all spiritual traditions. Weil da ist Wissen oder der Weg des Wissens ist in allen spirituellen Traditionen vorhanden. There is Gnani Yoga in the Indian system, the way of knowledge. Das Gnani Yoga in dem indischen System. There's the Kabbalah in the Jewish system. Die Kabbala im jüdischen System. There's always the recognition that knowledge can point the way beyond knowledge. Da ist immer das Wissen den Weg hinter das Wissen weisen kann. But sometimes knowledge can become the substitute. Aber manchmal kann das Wissen auch der Ersatz werden. So some people like Newton and Darwin were 5s. Newton und Darwin zum Beispiel waren Fünfer, die sozusagen stehen geblieben sind. Who divinized knowledge that didn't satisfy them deeply. Die mit einem Wissen verbunden waren, das sie nicht tief genährt hat. Newton went very deep into scientific knowledge. Newton ist sehr tief in das wissenschaftliche Wissen eingedrungen. But was not satisfied enough, so he pursued alchemy to go deeper. Aber er war nicht zufrieden, nicht genährt, und so hat er die Alchemie verfolgt, um tiefer zu gehen. Very much like Dr. Faustus, who opens the book of Nostradamus. So wie Dr. Faustus, der das Buch von Nostradamus öffnet. And unfortunately, in drinking too much of the alchemical elixir, und unglücklicherweise, indem er zu viel von dem alchemistischen Trank trank,
Yeah, Newton damaged his brain by mercurial intoxication. Hat Newton sein Gehirn vergiftet. There is a pursuit of knowledge that I think was the origin of philosophy. If we look at the old Greek philosophers, who were so many of them fives, we can see something that is in between shamanism and what we call philosophy. Wenn wir die alten griechischen Philosophen anschauen, dann gibt es da etwas, was wir bezeichnen würden als zwischen dem alten Schamanentum stehend und den neueren oder dem, was wir heute sagen würden, was Philosophen sind. And Heidegger had that sense. He didn't use the word shamans, but Heidegger had the sense that we have to go for truth to people like Novalis or to people like the Pre-Socratics. Und Heidegger hatte diese Idee, auch wenn er den Begriff Schamanen nicht benutzt hat, aber er hatte diese Idee, dass wir da in diese Richtung gucken müssen. That question of being is not the question defined by the Aristotelians, that each thing has being. Dass die Frage des Seins nicht durch die Anhänger von Aristoteles beantwortet werden kann, dass also die Dinge nicht ein Sein haben. Things don't have being. Die Dinge haben kein Sein. Being is more mysterious than that. Das Sein ist ein größeres Mysterium als das. It's part of human consciousness. Es ist Teil, Aspekt des menschlichen Bewusstseins. It's not in the world of things, but more in the world of nothingness. Es ist nicht so sehr in der Welt der Dinge zu finden, sondern eher in der Welt Lehre. der Lehre. But let's see, do I have another 5 in there? Heraclitus, Pythagoras, Descartes. Descartes. Well, you know Descartes, he tried to make the world very understandable. Er hat versucht, die Welt verständlich zu machen. But his contemporary Pascal Aber sein Zeitgenosse Pascal didn't appreciate Descartes that much. He mochte das nicht so gerne. He was a fine mathematician also. Both were fine mathematicians. Pascal was perhaps a better mathematician. Waren beide Mathematiker, Pascal vielleicht der bessere. But Pascal says there is l'esprit de finesse. And this, what's the opposed to? Geometrie. Esprit de géométrie. This geometrical spirit doesn't grasp the essence of things. To put everything into this grid, mathematical grid of the extensions of space, try to represent everything mathematically, misses the essence. Das heißt, der Geist der Geometrie, der versucht, alles genau zu messen und zu definieren, das Eigentliche verpasst. So he was another one who thought more of poetry than of reason. Und er war also auch einer, der mehr über der Poesie nachgedacht hat. Als he was a mystic. Essentially, poetry. Pascal was a mystical, which Descartes. Er war ein Mystiker. Descartes spoke the language of Christianity, but was always in danger of persecution by the church, because he was not Christian enough. Sprach zwar die Sprache des Christentums, aber er war immer in Gefahr, verfolgt zu werden, da er nicht genügend dem Rechnung trug. So Pascal didn't go that way. Pascal is famous for his statement that the heart has reasons that reasons knows nothing about. Und er wurde berühmt für seinen Satz, dass das Herz Gründe hat, wo die Vernunft nichts drüber weiß. And then we have Spinoza.
Descartes was a more dry personality, social five. Pascal was a sexual five, more romantic. Soziale 5, Spinoza eine. And Spinoza, preservation 5, the most reclusive. 5, but am zurückgezogensten. But the most reclusive character is the most independent from the world. Und dieser Charakter ist der unabhängigste. He was the boldest. He was excommunicated from the synagogue for arguing that the books of Moses were not written by Moses. Er war aber auch sehr kühn mit seinen Theorien und wurde auch ausgeschlossen dafür. Which now is quite proven. He was reclusive in the Christian world because even though one could say of all the philosophers is the only way that worked his way to contact with God through his own philosophy. He was a virtuous philosophy who found bliss in contemplation. Of all the philosophers, maybe he was the most successful because his own pursuit led him to a happy existence. In einer bestimmten Weise war er vielleicht einer der erfolgreichsten Philosophen, da seine eigene Philosophie ihn zu erfüllten Momenten, zu hohen Momenten geführt hat. That was the favorite philosopher of Lessing and the favorite philosopher of Das war der Lieblingsphilosoph von Lessing und auch von Goethe. But a little bit in the background of philosophical quotations. Und dennoch im Hintergrund der Philosophen und des philosophischen Geschehens. He perhaps lived a more Christian life than any other philosopher in that he was crucified by the complete disapproval of his contemporaries. Er hat in einer bestimmten Weise ein christliches Leben geführt und er wurde aber von seinen Zeitgenossen auch überhaupt nicht anerkannt. He was crucified by Christians. Und wurde gekreuzigt, richtig von den Christen. While he was being the truest to mystical contemplation. Obwohl er sehr der christlichen Kontemplation verbunden war. And then I should mention at least Hegel, who was said to be the crowning point of all philosophy. Und dann Hegel, darüber sollte ich ein paar Worte sagen, der ja oft als die Krönung der Philosophie gesehen wird. Let's say of Hegel only one image. Nur ein Bild. When he taught, there was lots of ruffling of pages, lots of coughing, Als er lehrte und in seinen Blättern blätterte und lots of hustete. disorder and chaos, but great solemnity. Nobody failed to be absolutely devoted to him because there was something about his presence. There was a total devotion to knowledge. Also The einerseits seriousness of philosophy. großes Chaos und dennoch waren alle hingegeben seiner Philosophie, denn sie erschien so wahrhaftig. Except for Schopenhauer, who taught philosophy at the same time in the week, at the same hour, across the corridor. Allerdings war es so, diese Anekdote, dass Schopenhauer ebenfalls lehrte auf der anderen Straßenseite um die gleiche Zeit. And Hegel had the complete recognition of everybody followed her, and Schopenhauer sometimes had one or two students, but he ended retiring, giving up the competition. Hegel hörten alle zu und waren alle völlig bewundernd. Schopenhauer hatte nur 1 bis 2 Schüler und hat dann auch irgendwann aufgegeben. And in Switzerland, I cannot fail to mention Rousseau as a 5. Und in der Schweiz sollte ich Rousseau nicht vergessen.
He was not exactly a philosopher, but war nicht he wirklich ein certainly was a Philosoph, thinker, aber ein Denker, a social thinker, ein sozialer Denker and he a thinker who changed the world. und ein Denker, der die Welt verändert hat. He changed the world more than Voltaire did, his contemporary. Er hat die Welt mehr verändert, als das Voltaire getan hat. Voltaire had a great brilliance. Voltaire war sehr brillant, He was a 4, war eine 4. but Rousseau moved his contemporaries to the revolution. He was the force behind the revolution more than Voltaire. Aber Rousseau war eine Kraft hinter der Revolution, mehr als das Voltaire war. And then we should mention, at least by name, another non-systematic philosopher who was Nietzsche. Und dann sollten wir Nietzsche, ebenfalls ein unsystematischer Philosoph, den sollten wir noch nennen. He was a 5 that had a lot of 4 in him. Er war eine 5 mit sehr vielen Viereranteilen. Very poetic, very romantic. Sehr poetisch, sehr romantisch. Very revolutionary. Sehr revolutionär. Very competitive. Und auch sehr dem Wettkampf, der Konkurrenz verbunden. But a sexual 5 can get to be very arrogant. Und sexuelle Vieren können sehr arrogant sein. And let me put the picture of Hannah Arendt at the end. Hannah Arendt, originally known as Heidegger's lover, ursprünglich als Heideggers Geliebte bekannt. Today respected by many more than Heidegger as a political philosopher. Und heute aber von vielen sogar stärker respektiert als Heidegger. So essentially what I have wanted to say is to showing this big gallery of the 5s, that is what is special about this point of the Enneagram is the thirst for knowledge as equivalent to the thirst for life. And this being part true and part dangerous mistake. Was ich zeigen wollte mit dieser ganzen Galerie der Fünfer ist dieser Durst, dass der Durst nach dem Wissen gleichzusetzen ist mit dem Durst nach dem Leben. But beyond the 5s, if we put the 5s and the 4s together, wenn man die Fünfer und Vierer zusammentut, we would say this is where philosophy lives mostly. It's at the bottom of the Enneagram where the more philosophical minds have inhabited. Dann ist das dort, wo man sagen kann, hier gibt es die meisten Philosophen. Hier ist, wo die Philosophie zu Hause ist. I've always said that the bottom of the Enneagram is the realm of the poor in spirit. How do you say that in German? Der untere Teil des Enneagramms, say it again, please. Where Jesus says that those who are poor in spirit will get the kingdom. Arm im Geist sind. Arm in Geist. What does it mean, arm in Geist? To my understanding, as those who, instead of feeling, oh, I have enough, I am full of myself, those who feel deficiency, craving, insufficient, who are in touch with the fact that they are not full. And the condition of humanity is not fullness. The condition of humanity is darkness. And the search, those on the bottom of the Enneagram are to have the thirst for light, either to come out of suffering or to come out of ignorance, to come out. Die also im unteren Teil des Enneagramms sind, die am ehesten in Kontakt sind mit dem Mangel des Seins und das eine Motivation ist, nach anderem zu suchen. And I think I have finally ended with a 40-minute delay. So I don't know what we do now. Are you inviting me next year to answer questions, or do you insist that
answer questions now. now. Fragen zu beantworten oder sollen wir das jetzt tun? Or do we do that over lunch? Oder tun wir das I'm beim open to Mittagessen? whatever you say. Are there more philosophers in number one? Ah, you want the whole list. Let's see, Aristotle, Thomas Aquinas dominated his age as an Aristotelian. Thomas von Aquin. And then moving into more the present, Locke. He was a nine-ish one. He was Locke? Locke was an empirical philosopher. It is said that England spared itself the revolution because it had Locke. He introduced liberal ideas. Locke, und man sagt, England konnte sozusagen sich die Revolution ersparen, weil sie Locke hatten, der liberale Ideen eingeführt But hat. it was liberal ideas that were in the environment, and he had the good sense of representing them, giving them a voice. Und er hatte ein gutes Gefühl, diesen eine Stimme zu geben. What comes in my list, in my caricatures? Comte was also logical positivism, not logical, the father of sociology. Comte, He encompassed all the sciences originally, but ended up concentrating on the birth of sociology. And then I have Bertrand Russell. der Soziologie. Bertrand Russell was a mathematical philosopher. Mathematischer Philosoph. And he paved the way for Wittgenstein. He invited Wittgenstein Hat den Weg bereitet für into Wittgenstein. England. And so this is the philosophy, the transformation of philosophy into questions of language. According to Wittgenstein, philosophical problems are pseudo-problems. When we ask philosophical questions, we ask questions that are only questions because of the nature of language. Das war also die Transformation der Philosophie in eine Frage der Sprache hinein, wo Philosophie ein Sprachproblem oder Thema wird. And then the whole school of philosophy arises. British philosophy is mostly a philosophy that has been compared to by Bertrand Russell himself to the situation of one who wants to get somewhere and asks for directions. You know that? Yeah? Und da gibt es eine ganze Schule, eine britische Schule der Philosophie, die zu einer Richtung der Philosophie wurde, wo es darum geht, nach dem Weg zu fragen. How can I get to Leicestershire? Leicestershire. Wie kann ich nach Leicestershire kommen? Oh yeah, that's yeah. I remember that. It's not in the direction of Sussex and this and that. And the word comes from here or there, and there was a time when it was called like that. Now it's called like this. But how do I get there? Oh, that I don't know. Aber wie komme ich dahin? Ja, das weiß ich nicht. Es ist zwar nicht das und hier, aber nö, das weiß ich nicht. But the concept needs to be clear, but then the relation to things gets to be obscured. Also das Konzept muss irgendwie klar werden, aber die Verbindung zu den Dingen wird unwichtig. Ortega y Gasset, who was a Spanish existentialist, ein spanischer Existenzialist, he accused Kant of the same thing. He says, Kant was a fearful mind. Hat Kant dafür angeklagt, hat gesagt, Kant sei ein ängstlicher Geist gewesen. Instead of asking about the truth of existence, he asked about the possibility of knowing. Anstatt über die Wahrheit der Existenz zu untersuchen, hat er die Möglichkeit des Wissens untersucht. Somebody who has a more robust mind asks about
the universe or asks about existence, about things. Der einen robusteren Geist hat, untersucht er die Wahrheit der Dinge. But all this philosophy, all epistemology, he says, is based on doubt and the fear of making mistakes. Aber all das, was er produziert hat, ist basiert auf Zweifel und der Angst, Fehler zu machen. Well, enough. And what about Nietzsche? I think 5. It took me a long time to decide. Ich habe lange gebraucht zu entscheiden. He's a very solitary person, and you get confused by the voice of Zarathustra, the mask of Zarathustra. Eine sehr einsame Person, Nietzsche, aber man wird ein bisschen verwirrt durch Zarathustra. He didn't speak with the voice of Zarathustra. Nietzsche's voice was not like Zarathustra. Nietzsches Stimme war nicht wie die von Zarathustra. He was very well bred, very courteous and shy, well mannered and shy. Er war sehr höflich, er war eher scheu. And then he invented a Zarathustra of himself. He rescued Und dann hat er Zarathustra erfunden. From legendary history, because he needed a prophet who would preach the opposite of the historical Zarathustra. Weil er jemanden brauchte, der das sozusagen das Gegenteil proklamieren würde, sagen würde. You could say Zoroaster was the inventor of the philosophy of good and evil. Man könnte sagen, Zarathustra war der Erfinder von Gut und Böse. Before biblical times, vor den biblischen Zeiten. The Babylonians had an older history. Die Babylonier hatten noch eine ältere Geschichte. But there's a whole ethics that has dominated all history, good and evil. We ate from that true tree of knowledge of good and evil. Aber dieses Gut und Böse hat die gesamte Geschichte begleitet. Wir haben von diesem Baum gegessen. And when Nietzsche thought that conventional morality is the source of all problems, or in other words, when he, before the birth of Freudian psychoanalysis, found that all neurosis has to do with the superego. Also als Nietzsche beschrieb, dass moralisches Sein der Grund, der Ursprung der Probleme ist, noch lange bevor Freud das Über-Ich als das Problem beschrieben hat. So he wanted to rescue Zarathustra from the grave and bringing back to preach with the same power a philosophy of transcending good and evil. Wo hat er Zarathustra hervorgebracht, eine Person, die gepredigt hat, das Gut und Böse zu überwinden. I know that a 5 can do that with great pleasure, because I have had some years of doing something similar. Und ich weiß, dass eine 5 das mit sehr viel Freude und Genuss tun kann, denn ich habe das auch gemacht, einige Jahre lang. I have been a nice boy for most of my life. Ich war ein netter Junge die meiste Zeit meines Lebens. I didn't want to displease anybody. Ich wollte niemandem missfallen. I didn't want to displease authorities. Ich wollte den Autoritäten nicht missfallen. But now I have written a book called Civilization, a disease that perhaps education might cure. Aber jetzt habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Zivilisation, eine Krankheit, die Erziehung vielleicht heilen könnte. Like this, I find myself enjoying the position of saying something what's very blasphemous. Civilization is a disease. Civilization is a problem from its very beginnings. Und da sage ich nun etwas, was blasphemisch klingen mag, nämlich dass Zivilisation von Beginn an eine Erkrankung ist. It's patriarchal civilization, and the time has come to find a balance between patriarchy and the voice of the inner mother and the voice of the inner child.
that have been subdued. Dass die Zivilisation eine patriarchale Kulturstruktur ist und dass die innere Mutter und das innere Kind unterdrückt. So I can resonate with that Nietzschean desire to break open, go against this excessive niceness of youth. Also ich kann das He was a very good Christian too. He had a pastor as a father. Ich kann das gut nachspüren, dieses Bedürfnis, dadurch etwas hindurch zu brechen oder etwas aufzubrechen. He knew mystical experience when he was 12 years old. Die Nettigkeit aufzubrechen und in Nietzsches Fall war es so, dass er mystische Erfahrungen mit 12 Jahren gemacht hat. And then much of his philosophy is mysticism without God, without the word God. Großteil seiner Philosophie ist Mystik ohne Gott. So what we do now, who is here in charge of, you're the authority. I feel, even though I have partly transcended my personality, I have a discomfort at keeping people obedient to my words, sitting in their seats there, a captive audience. I don't want, so you have the decision, you carry the blame. I don't want to carry that responsibility. That's what we wanted to find out. Yes. Sie haben es gehört, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die wichtigste Frage geht natürlich an Claudio Naranjo selber, ob er noch mag.